In einem neuen Devblog hat uns ein Mann-Entwickler Sebastian Buchwald endlich mit neuem Futter zum mit Spannung erwarteten inoffiziellen Die Siedler-Nachfolger präsentiert. In den heutigen Explorer News behandeln wir daher das Wegpunkt-Animationssystem, blicken noch einmal kurz auf die Gamescom und schauen uns den Explorer Patreon-Account an, über den aktuell die komplette Finanzierung zum Projekt läuft. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass 90% der Die Siedler 4 Spieler sich nie darüber Gedanken gemacht haben, ob zum Beispiel eine Schmiede der Maya schneller arbeitet als die der Trojaner. Und tatsächlich ist mir casual dieser Sachverhalt erst aufgefallen, als ich während der Die Siedler 4 Weltmeisterschaft 2021 die Elite beim Build-Order perfektionieren casten durfte. Tatsächlich handelt es sich teilweise nur um Sekunden, die aber hochskaliert auf eine längere Partie den Unterschied für 5 bis 10 mehr produzierte Schwerter ausmachen können. Was eben auf diesem Niveau durchaus über Sieg oder Niederlage entscheidet. Und wie kommt das? Durch eine unterschiedlich lange Animation des Schmiedes je Volk, während dieser seine Arbeit, also in der er Kohle und Eisen zu einem Eisenbarren formt, verrichtet und was wahrscheinlich auch ein Ding ist, welches Blue Byte damals herzlich egal war. Warum erzähle ich euch das? Weil man es bei The First Explorers eben gleich richtig machen möchte und hier durchaus eine kleine feine Stellschraube hat, mit welcher man später am Balancing nachjustieren kann und auch dafür sorgt, dass die Völker sich eventuell auch in diesem Punkt unterscheiden. Gleichzeitig bedeutet das auch, dass die Immersion des Spiels, welche bisher noch gar keine Produktionsanimation hatte, noch deutlich nach oben geschraubt wird. Es ist im Prinzip auch ein Teil des What you see is what you get Prinzips, welches beschreibt, dass ihr völlig ohne Zahlen und Statistiken rein optisch den Weg eurer Ressourcen verfolgen könnt. Dieser Kreislauf macht nämlich nicht im Eingangsstapel eines Gebäudes halt, sondern lässt sich im Idealfall auch durch die Animation im Gebäude bei seiner Weiterverarbeitung optisch verfolgen, was dann wiederum zum Heranzoomen und Zuschauen einlädt. Eigentlich ein Grundpfeiler eines Die Siedler-Spiels, welches aber leider durch Ubisoft immer weiter verwässert wurde, wie man zum Beispiel in Neue Allianzen am großen Lager sehen kann, in welchem dieser Kreislauf eindrucksvoll zerstört wird. The First Explorers legt hier also bereits früh viel Wert auf beide Aspekte und macht späteren Feinschliff nicht unmöglich, sondern plant ihn bereits jetzt mit ein. In diesem Zug haben nun auch die Träger eine Animation für Waren aufnehmen und ablegen erhalten, klein aber fein und streng genommen auch so wichtig. Sebastian Buchwald war natürlich auch auf der Gamescom zugegen und hatte auf seinem Laptop den aktuellen The First Explorers Bild griffbereit, um ihn dem einen oder anderen zu präsentieren. So hatte unter anderem Steinwallen und Maurice die Ehre, sichtlich begeistert in die frühe Version des Spiels reinzuzocken. Auch die Siedlerschöpfer Volker Wertig zeigte sich sehr interessiert und konnte ihm aus seiner eigenen Zeit als Solo-Developer ein paar Tipps mitgeben. Der Besuch auf der Gamescom diente aber in erster Linie dazu, sich mit potenziellen Publishern auszutauschen, wofür sich dem Vernehmen nach so ziemlich jeder angeboten hat, sodass er hier aus dem Vollen schöpfen kann. Ohne hier irgendwas zu wissen, sind hier sicherlich die Strategieexperten von Hooded Horse und die Münchner Gaming-Marketing-Experten von BXDXO in der inneren Verlosung, die sich bereits auch für Pioneers of Pagonia verantwortlich zeigen. Kaputt lachen würde ich mich ja, wenn das Ding demnächst Ubisoft übernimmt, aber wir sollten das in nicht allzu ferner Zukunft sowieso erfahren. Denn bisher finanziert sich The First Explorers rein über Patreon, welches natürlich hilft, aber in keinster Weise eine Vollzeitentwicklung zulässt. So konnte aber immerhin über eure Spenden eine potente GeForce-Grafikkarte angeschafft werden, welche unerlässlich ist, um DLSS-Funktionen in Kombination mit der Unreal Engine zu testen. Des Weiteren konnten so einige Plugins über den Unreal Engine Marketplace gekauft werden, welche die Entwicklung im Idealfall weiter beschleunigen. Falls ihr Buchwald ebenfalls ein kleines bisschen unter die Arme greifen möchtet, findet ihr den Patreon-Link oben im i sowie in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, liebe Explorer, checkt mal meinen Partner Instant Gaming aus und spart viel Geld und lasst gerne ein Abo da, denn ich informiere euch hier umgehend wieder, sobald sich wieder etwas um dieses grandiose Projekt bewegt.